Hallo und herzlich willkommen zu meinem Unreal Engine 2D, 3D Plattformer oder beziehungsweise Sidescroller. Ich verwende für dieses Projekt die Version 5.5.0 in der Preview, die vor kurzem erst erschienen ist. Du kannst natürlich auch eine ältere Version verwenden und dann werde ich diese einfach mal starten. So, jetzt bekommen wir unseren üblichen Auswahldialog. Ich wähle die Rubrik Games und im Gegensatz zur Version 4, wo es ja auch ein Sidescroller-Template gab, gibt es ab der 5er lediglich noch ein Top-Down. Das bedeutet, wir werden uns ein Third-Person-Template in ein Sidescroller-Template ummodellieren. So, also wir selektieren Third-Person, Blueprint, Desktop, Target-Plattform, Quality Preset Maximum und den Starter-Content, den nehmen wir mal mit. Vielleicht benötigen wir das eine oder andere Asset. So, dann such dir einen Ordner deiner Wahl und dann nenne ich das Ganze jetzt einfach mal Sidescroller. Zum Beispiel, du kannst es natürlich so nennen, wie du möchtest, und per Create erzeugt uns Unreal dann auch schon unsere Third-Person-Map inklusive Project. So wie es aussieht, hat sich an dem Look and Feel von dem Third-Person-Template in der 5.5 nicht viel getan. Das heißt, wir schauen uns jetzt erstmal an, was wir denn zu verändern haben. Wir haben hier unseren Player Start, den können wir hier selektieren, natürlich auch im Outliner hier drüben. Und nochmal zur Erklärung, wir haben hier diesen hellblauen Error dabei, das ist die Laufrichtung sozusagen von unserem Character, also sozusagen der rote Pfeil, die sogenannte X-Achse. Wir haben die blaue Z-Achse für Jump und es gibt noch die grüne Y-Achse, die aber beim Character im Movement nicht berücksichtigt wird. So, wenn wir jetzt hier mal auf Play gehen, hier oben, dann sehen wir, dass wir mit unserem Character schon lauffähig sind. Wir können natürlich auch springen, aber er hat natürlich für einen Sidescroller noch viel zu viel Bewegungsfreiheit. So, und aus diesem Grund gehen wir mal auf Escape und wir wechseln auf Third Person und dann auf unser Verzeichnis Blueprint und wir öffnen die BP Third Person. Hier werden wir jetzt ein paar kleine Modifikationen vornehmen, das heißt, wir gehen mal hier oben auf den Viewport und was ich jetzt machen möchte, ich möchte die Kamera sozusagen um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen, damit sie meinen Player von der rechten Seite ablichtet. So, wir nehmen natürlich nicht die Kamera, weil die Kamera hängt hier unterhalb von unserem Camera Boom, also von unserem Spring Arm Komponenten und es wäre unsinnig jetzt die Kamera zu bewegen, weil dafür ist ja unser Spring Arm zuständig und auch da. So, wenn wir jetzt hier oben mal versuchen auf Rotate zu gehen, bitte darauf achten, dass hier oben zumindest mal 10 Grad anselektiert sind, dann werden wir merken, dass wir hier nichts machen können. Vorsichtig wieder zurück auf 0, damit das Ganze sozusagen wieder so ist, wie es war, oder wahlweise mit Steuerung Z kann man natürlich das Ganze auch resetten, weil wir sehen ja hier sowieso keine Bewegung. Gut, um das zu ermöglichen, Camera Boom selektiert, gibt es hier drüben einen Knopf, der nennt sich unter Camera Settings Use Pawn Control Rotation und diesen Boolean nehmen wir raus. Hier wird einfach ein False gesetzt und dann können wir mal zwischenzeitlich kompilieren und jetzt können wir hier ganz bequem die 90 Grad einstellen. So, dann haben wir hier sozusagen schon mal unsere Kamera von der Seite und wenn wir jetzt auf Kompilieren, ich hänge jetzt mein BP mal hier oben neben meine Map und dann gehe ich mal auf Play und dann sehen wir, dass wir zwar immer noch laufen können mit WSAD, aber die Kamera ist natürlich jetzt von rechts auf uns ausgerichtet. So, als nächstes werden wir das Ganze im Movement einschränken. Das bedeutet, wir wechseln wieder auf unseren BP Third Person Character und dann rüber auf unseren Event Graph. Hier sehen wir jetzt das typische Input Mapping eines Third Person Characters oben im Begin Play, wo der Enhanced Input Local Player Subsystem initialisiert wird. Wir haben sozusagen ein Camera Input, das werden wir so bei einem Sidescroller nicht benötigen, aber ich möchte später noch in eine 3D Variante umschalten. Das heißt, wir löschen das jetzt nicht raus, sonst müssten wir das später wieder implementieren. Das heißt, ich drehe mich jetzt einfach hier mit Alt linker Maustaste
von dieser Geschichte, dann habe ich sie noch, aber sie funktioniert natürlich an der Stelle dann nicht mehr. So, und dann haben wir hier unser Movement Input, den Jump unten lassen wir wie es ist und jetzt müssen wir sozusagen das Left Right und das Forward Backward so modifizieren, dass wir eben nur noch mit der Taste A und D agieren können. Und wir sehen jetzt hier auch, dass die X-Geschichte zuständig ist für Left Right und die Value Y für unser Forward, Backward, aber für uns ist ja Forward dann D und Backward sollte A sein. Das bedeutet, wir trennen uns einfach mal von dieser Geschichte hier, das löschen wir raus, hier unten auch diese Reroute Note und dann natürlich auch diesen Kommentar und dann können wir der Sauberkeit halber das Ganze hier mal ein bisschen rüberrutschen, dass das ein bisschen ordentlicher aussieht. Dann verbinden wir hier das Triggered hier hinten mit unserem Add Movement Input. Ich mache das hier auch ein bisschen schmäler. Und jetzt die einzige Sache ist, wir müssen den Y-Value mit der X tauschen. Da können wir jetzt die Connection natürlich trennen mit alt-linker Maustaste oder bequem, wir drücken die Steuerung-Taste, kriegen so eine schöne Hand, linke Maustaste, schieben das Ganze einfach mal nach oben und dementsprechend ist das dann auch schon mit dem X verknüpft. So, wenn wir jetzt auf Compile gehen und dementsprechend wieder auf die Map und dann gehen wir auf Play, dann werden wir sehen, dass wir jetzt einfach nur noch A und D drücken können. Die W- und S-Tasten sind nicht mehr funktionsfähig, aber die Kamera bleibt uns natürlich immer schön brav auf der rechten Seite und das wirkt natürlich jetzt auch nicht im Sinne eines Side-Scrollers. Und das können wir auch sehr schnell beheben, das heißt wir gehen hier wieder auf unseren BP Third Person Character und wir gehen auf den Camera Boom und hier drüben unter Transform gibt es die Rotation und die kann man hier schön umstellen von Relative auf World, also wir wechseln hier drüben im Detail auf Camera Boom auf World in der Rotation, dann steht hier Absolute Rotation und dann gehen wir auf Compile, wir gehen auf die Map, gehen auf Play und jetzt können wir die Taste D drücken und die Taste A und wir sehen, wir bleiben schön sauber in unserem Side-Scroller-Format. So, dann geht es wieder raus mit Escape und wir wechseln wieder rüber in unseren BP Third Person. Und jetzt folgen noch ein paar Einstellungshinweise, die du selber für dein Gameplay entscheiden musst. Also ich würde mein Character Movement hier bei Character Movement Walking von 500 einfach mal auf 800 erhöhen, weil ich finde Side-Scroller sind etwas schneller zum Beispiel. Und ich würde jetzt auch zum Beispiel den Camera Boom hier ein bisschen weiter von meinem Player weg machen, dass man den ab und zu vielleicht mal ranzoomen kann. Da gibt es hier auch eine Geschichte Target Arm Length und der Kamera. Da gehe ich jetzt einfach mal auf 550 zum Beispiel. Das ist aber alles Geschmackssache, das musst du dir so einstellen, wie du möchtest. Und wenn man sich das Ganze jetzt so anschaut, der springt jetzt einfach so, wie man es halt auch aus den 3D-Geschichten kennt. Und das ist mir jetzt einfach nicht wirklich Side-Scroller sprungtauglich. Da gibt es jetzt die Variante, entweder die Gravity erhöhen und dann die Jump-Z-Geschichte erhöhen oder eben die Gravity ein bisschen runter. Da können wir jetzt ein bisschen experimentieren damit. Wir gehen einfach mal auf Gravity zum Beispiel. Dann gehen wir auf Gravity und dann haben wir natürlich hier Gravity Scale, der ist jetzt aktuell bei 1,75. Du kannst es auf einstellen, dann springt er halt ein bisschen langsamer. Ich mache es ja mal ein bisschen knackiger. Ich gehe jetzt hier einfach mal ganz frech auf 3 und dann dementsprechend gibt es auch eine sogenannte Jump-Z-Geschichte. Jump Z Velocity und die erhöhe ich jetzt mal auf 1200, weil wenn er mehr Anziehungskraft hat, soll er auch höher springen. Kannst auch mit der Gravity nach unten gehen und dann mit der Jump Geschichte wieder anders arbeiten. Also meiner springt jetzt hier so ein bisschen knackiger nach oben, aber wie gesagt, mit diesen Variablen solltest du auf jeden Fall mal rumspielen. Gut, zum anderen gibt es dann noch eine sogenannte Air Control, weil beim Plattformer will man ja nach vorne springen und unterm Sprung sich noch drehen und dazu gibt es eine Variable, die heißt Air Control und die liegt aktuell bei 0,35 und die stelle ich mir jetzt einfach mal auf 1 ein, damit ich wesentlich mehr Air Control in der ganzen Geschichte habe. Das heißt, ich springe hoch und kann mich dann unterm Sprung noch umentscheiden. Das heißt, ich springe
springe nach vorne und drehe mich noch. Und wie gesagt, hängt ab Gravity, Jump Z, Max Walk Speed und Air Control. So, den Camera Boom habe ich auch schon ein bisschen weiter entfernt und jetzt hätte ich noch gern so eine Art Camera Lag mit drin, dass das im Sidescroller immer so ein bisschen hinterher schwimmt, und das kriegen wir natürlich auch über den Camera Boom. Jetzt müssen wir uns hier oben natürlich von der Suche trennen und es gibt hier unten sozusagen die Rubrik Lag, Unable Camera Lag. Das können wir hier einschalten. Camera Lag Speed ist aktuell 10. Nur mal zur Demo, wenn wir hier mal 3 reintun und dann dementsprechend kompilieren und dann gehen wir auf Play, dann sehen wir, dass die Kamera stark hinterherhängt. Das ist mir natürlich ein bisschen zu heftig und dann gehe ich jetzt hier mal statt auf 10, ich gehe einfach mal auf 8. Und wie gesagt, Einstellung und Geschmackssache, immer an dein Spiel angepasst. Du musst ja auch dann im Prototyping so arbeiten, dass dein Player da ja auch drüber kommt. Außer du hast einen super Sprungboost oder alles mögliche, was man sich da so einfallen lassen kann. So, da haben wir die Geschichte auch da und jetzt gibt es noch ein letztes Problem. Wir laufen ja momentan in diese Richtung und jetzt müssten wir uns einfach mal so ein Hindernis mit reinbauen, und zwar ist die Geschichte diese, dass wenn wir jetzt sozusagen, ich mache es jetzt einfach mal über so ein Shape, ich hole mir jetzt so einen Cube und diesen Cube, den werde ich jetzt meinem Player hier mal so in den Weg reinstellen. Ich mache ihn mal ein bisschen größer und ich drehe mir den auch mal so rein und schiebe den einfach mal so runter. Jetzt schauen wir, ob das einigermaßen passen würde, und wenn ich jetzt Play mache, dann würde mein Player da dagegen laufen. Aber wenn ich jetzt drauf springe, dann würde die physikalische Engine ihn nach vorne schieben und auf dieser Spur brauche ich ihn natürlich bei meinem Sidescroller nicht. Wenn unser Cube jetzt andersrum wäre, dann würde er nach hinten gedrückt und das ist natürlich jetzt nicht im Sinne des Erfinders. Das heißt, wir müssten jetzt unsere Linie sozusagen wirklich fixieren und das können wir wieder in unserem BP Third Person Character, und da gibt es eine schöne Geschichte, die heißt Constraint, und hier oben unter Character Movement Details Constraint eingeben, Constraint to Plane, und wir machen hier ein Häkchen. Und wo wollen wir natürlich festsitzen? Wir wollen definitiv in unserer Y-Achse nicht verschoben werden, also in unserem grünen Pfeilrichtung. Und da geben wir hier oben bei der Plane Constraint Normal an dieser Stelle einfach mal eine 1 ein. Also unter Constraint to Plane ein Häkchen, hier oben eine 1. Natürlich, wenn man die X nicht verschieben möchte oder die Z, ergibt sich dann die Eingabe von selbsterklärend. Und jetzt können wir hier wieder Play drücken. Und wenn ich jetzt hier drauf springe, dann sehen wir, wir werden weder nach vorne noch nach hinten verschoben. So, jetzt hätte ich gerne noch eine Geschichte. Das heißt, wir laufen aktuell mit A nach links, mit D nach rechts, aber wenn wir uns umdrehen, dann haben wir praktisch unseren Player von unserer schönsten Seite, und das ist eigentlich in normalen Videospielen unüblich. Das bedeutet, ich hätte dann gerne in der Drehung, dass er mich mit dem Face, mit der Gesicht zu mir, also zum Player fixiert ist, dass er sich in die andere Richtung dreht. So, und das können wir erledigen, indem wir die Kamera wieder umdrehen. Das heißt, wir gehen auf den BP Third Person Character. Und wir werden jetzt nicht hier in das Movement eingreifen, weil das würde ziemlich mit der ganzen Engine-Programmierung kollidieren. Das heißt, wir erledigen das Ganze, indem wir unseren Camera Boom selektieren und dementsprechend natürlich hier mal so einen Suchbegriff trennen, egal wie. Und jetzt werden wir das Ganze einfach mal um 180 Grad drehen. Bitte wieder darauf achten, dass hier oben das selektiert ist, damit du sauber 180 Grad Drehung erzeugen kannst. Und jetzt zeigen wir von der Kamera praktisch auf unsere linke Seite. Dann gehen wir einfach auf Compile, wir gehen wieder auf die Map, und wenn wir jetzt Steuerung drücken, dann praktisch die D-Taste geht jetzt aktuell nach links und die A-Taste nach rechts. Das heißt, wir laufen aktuell invers. So, und das ist eigentlich auch sehr schnell erledigt. Wir selektieren einfach unseren Player Start und dann drehen wir diesen ebenfalls mal um 180 Grad. So, dann können wir wieder speichern. Wir gehen auf Play und dann werden wir sehen, dass die Taste D nach rechts geht, die Taste A nach links, S und W haben wir deselektiert, und wenn wir hier drauf springen, sehen wir ja auch,
dass wir hier physikalisch weder nach vorne noch nach hinten katapultiert werden. So, das wären jetzt die Basiseinstellungen. Bitte immer berücksichtigen, je nach deinen Hindernissen, deinem Spiel und so weiter. Jump Z, Gravity, Max, Walk Speed und so weiter. Kamera Lag ist natürlich eine andere Geschichte. Oder natürlich auch diese sogenannte Air Control, wo man dann in der Luft noch Drehungen machen kann, was ja bei so Plattformen beweglichen manchmal sehr viel Sinn macht. So, das war Teil 1 und jetzt werden wir dann weitermachen mit Teil 2, mit dem Prototyping von unserem ersten Level. Also haut rein, bleibt cool und bleibt am Ball. Tom verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Bei Fragen und Anregungen wie immer unter dem Video einen Kommentar hinterlassen und bitte nicht vergessen, ein Like und ein Subscribe, wenn es dir gefallen hat.